Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. I'm a true champion. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Endlich kann ich euch meinen neuen Motion Simulator zeigen. In diesem Video gehen wir einmal um den Simulator rum und ich werde euch jeden Bereich des Simulators zeigen. Viel Spaß damit! Das Cockpit des Simulators ist ein SimLab P1 X-Rig in Schwarz. Dazu habe ich mich für die Front-Mount-Version an der Vorderseite entschieden, um meine SimuCube-Systeme dort befestigen zu können. Außerdem habe ich von SimLab noch den Speed 1 Schalensitz, in der Version komplett schwarz, dies in Kombination mit einem Seat Slider und einer Sparco Sitzhalterung. Machen wir weiter mit dem Bildschirm. Ich habe 3x40 Zoll Samsung TV an meinem Simulator montiert. Diese sind auch direkt mit dem SimLab P1 Rig verbunden. Also die Bildschirme bewegen sich mit dem ganzen Simulator. Um das Ganze zu ermöglichen, habe ich mich aus einer Kombination aus dem Integrated Triple Mount von SimLab und den Standing Triple Mount von SimLab entschieden. Mehr seht ihr auf der Rückseite.
So sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Wie ihr seht, haben wir die Aluminiumplatte aus dem Integrated Triple Mount. Außerdem diese Platten, wie auch auf der anderen Seite, auch aus dem Integrated Triple Mount. Der einzige Unterschied sind die 40 x 80 mm Aluminiumprofile und die 200 mm Weser TV-Halterung. Also diese 40 x 80 mm Profile, diese 40 x 80 mm Profile und dieses eben, was einmal hier rüber geht. Das gleiche dann eben auch auf der anderen Seite. Ich habe mich für diese Version entschieden, da die großen Bildschirme, welche ich hier eben nutze, viel zu groß für die normale Integrated Triple Mount Version wären. Das sind eigentlich nur 40 x 40 mm Profile und diese sind auch nur für die 32 Zoll Bildschirme geeignet. Kommen wir jetzt zum Lenksystem. Hier habe ich aktuell mein VTEC Lenkrad montiert. Außerdem einen Q1R dahinter, also den Quick Release, und eine SimLab 120 mm Wheel Extension. Wie ihr eben wahrscheinlich schon auf der Rückseite gesehen habt, habe ich gerade einen SimoCube 2 Motor daran montiert. Das ist der SimoCube 2 Sportmotor. Dieser wurde mir von Simtex Simulators für einige Wochen zur Verfügung gestellt. Dann gehen wir weiter zur Rückseite und zwar zu den Pedalen. Hier habe ich aktuell die Simtex Simulators Hydro Pedals montiert. Das ist das 2-Pedal-Set. Das SimLab P1X Rig hat außerdem noch diese Befestigungsmöglichkeit an der Außenseite des Simulators. Diese Befestigungsmöglichkeit besteht aus diesen zwei Profilen. Diese kann entweder auf der rechten Seite, so wie bei mir, oder auf der linken Seite montiert werden. Ich habe hier meinen Airlox Shifter und mein Elgato Stream Deck verbunden. Zu beiden Sachen gibt es übrigens ein Review-Video auf meinem YouTube-Kanal. Zum einen eben zum Airlox Project Sequential Shifter und zum Elgato Stream Deck, wie man dieses Teil eben als Buttonbox benutzt. Auf der linken Seite habe ich mir ebenfalls noch eine Halterung selbst gebaut, also diese ist nicht im Paket enthalten. Diese besteht einfach nur aus zwei schwarzen Aluminiumprofilen und an diesen Profilen habe ich eben eine DSD Buttonbox montiert. Jetzt machen wir weiter mit meinem Soundsystem und zwar vertraue ich da auf ein 5.1 Surround System von Logitech. Hier auf der Rückseite haben wir eben zwei Lautsprecher, wie auch meinen Subwoofer. Dann gehen wir nach vorne. Dort habe ich hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite neben meinen Pedalen zwei Lautsprecher
und ebenfalls noch direkt über meinem Motor einen 5. Lautsprecher. Das war natürlich noch nicht alles, was es an meinem Simulator gibt. Ich habe natürlich auch noch verschiedene Lenkräder. Das hier ist eben eines davon. Ja, dieses ist aktuell eben montiert, da ich hauptsächlich GT3 Autos und GT4 Autos fahre. Genauso sieht es aus mit den Shiftern. Ich habe ja nicht nur den sequenziellen Shifter, den ich jetzt gerade montiert habe, sondern auch noch den Frex und Trustmaster H-Shifter. Natürlich habe ich auch noch eine Handbremse für meinen Simulator. Diese sind eben aber jetzt gerade nicht montiert. Aber wenn ich sie montieren möchte, werden diese eben auch hier vorne an dieser Halterung vom SimLab P1 X-Rig angeschraubt. Ich habe den Simulator jetzt noch einmal umgebaut. So sieht der Simulator als Rallye-Setup aus. Nun kommen wir endlich zu meinem Motion-System. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, wie ich um den Simulator rumgegangen bin, habe ich ein D-Box Motion System. Und zwar ein 4250er Motion System von D-Box. Es ist nicht die neueste Generation, es ist die Generation 1 noch, also auch ein gebrauchtes System gewesen, da einfach ein neues System war für mich nicht bezahlbar. Deshalb habe ich mich für diese Version entschieden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich spüre keinen großen Unterschied zur Generation 2, welche ich auch schon gefahren bin. Wie das jetzt im Vergleich zur Generation 3 aussieht, das weiß ich nicht genau. Aber ich muss wirklich sagen, sehr, 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 sehr zufrieden mit diesen Aktoren. Ich habe die Generation 2, wie gesagt, und auch die Generation 1 schon auf der Sim Racing Expo getestet und von daher wusste ich, dass es ein exzellentes Motion-System ist. Eben auch 3 DOF, also eine Bewegung mehr als mein vorheriger Simulator. Und ja, außerdem habe ich mich für D-Box entschieden, weil D-Box einfach in dem Bereich Vibrationen der Marktführer ist. Das Ganze kann ich jetzt auch einmal demonstrieren, was ich genau meine. Diese Aktoren haben nämlich eine Vibrationsfunktion schon integriert. Das Ganze sieht dann so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, weil die Vibrationen, die sind ja wirklich nur minimal. Die ganzen Aktoren vibrieren jetzt eben. Das Ganze hier soll simulieren, wie ein Auto einen Berg hochfährt. Ich kann ja mal eine Flasche draufstellen auf die Aktoren. Dann solltet ihr es etwas besser sehen können. Das ist eben einer der großen Vorteile dieser D-Box-Aktoren. Diese Funktion ist wirklich der Hauptgrund gewesen, warum ich unbedingt ein D-Box-System wollte. Und ja, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Nach den ersten Testfahrten. Jetzt kann ich euch noch die anderen Bewegungen zeigen. So, wir sind jetzt in Neutralstellung. Wir haben eben die Bewegung nach links und rechts, also nach links neigen und nach rechts neigen. Dann gehen wir wieder in die zentrale Position. Dann kann der Simulator sich eben nach vorne neigen und nach hinten neigen. Ach, das war jetzt falsch. Das hier ist nach hinten. Also vorne und hinten. Dann gehen wir wieder in die Zentralposition. Und dann
Die Funktion, die mein alter Simulator nicht hatte, welche jetzt neu bei diesem System ist die Auf- und Abbewegung. Also der Simulator kann sich heben und er kann nach unten gehen. Das hier ist jetzt übrigens die 1,5 Zoll Variante, also etwa 37,8 mm, wo diese Aktoren sich bewegen können. Also diese Bewegung hier. Und wie ich finde, also gerade für GT3, GT4, Formel-Autos und so weiter ist das mehr als ausreichend. Also mehr braucht man definitiv nicht für solche Autos. Bei Rallye kann man sagen, ja, 3 Zoll, also das Doppelte, wäre vielleicht ganz cool. Gerade wenn die Autos aus Sprüngen kommen und dann in die Kompression gehen, ist das vielleicht ganz cool. Aber mir persönlich reicht dieses System, also diese 1,5 Zoll sind wirklich mehr als ausreichend und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich zeige das Ganze jetzt noch einmal etwas näher. Und zwar hier aus dieser Position. Das ist eben hoch und runter. Dann wieder in die Zentralposition. Jetzt komplett nach links und komplett nach rechts geneigt. Jetzt komplett nach vorne geneigt und komplett nach hinten. Dann wieder in die Zentralposition und jetzt zeige ich euch noch einmal die Vibrationsfunktion. Man sieht es vielleicht hier am Kabel, wie es vibriert. Ihr hört es wahrscheinlich auch, der ganze Simulator ist am Vibrieren. Das hier ist jetzt natürlich eine Extremsimulation, so extrem wie ihr es jetzt hier seht, wird es natürlich in der Simulation nicht sein. Also das hier ist alles eine Extremsimulation, auch die Bewegungen werden natürlich nicht so extrem simuliert, wie ihr es jetzt hier seht. Das wäre natürlich alles zu viel, wenn sich der Simulator jetzt, wenn man von hinten schaut, so viel bewegt. Das wäre viel zu viel. Das Ganze jetzt noch einmal von dieser Seite. Das wäre nach vorne und das nach hinten. Und einmal das Heben. Das zeige ich jetzt einfach mal aus dieser Position. Und wieder in die Zentralposition. Da unten seht ihr eben den Controller für die hinteren beiden Aktoren und der Controller für die vorderen beiden Aktoren ist hier unten. Da nochmal ein großes Dankeschön auch an Simlab, welche mir die ganzen Halterungen zur Verfügung gestellt haben. Auch diese Halterungen für die D-Box-Aktoren, die sind wirklich genial gemacht. Wie auch die Platte, wo diese Controllerbox drauf ist. Ich weiß nicht mal, ob man sie jetzt gut sieht. Ich glaube aber eher nicht. Das ist eben so eine Platte,
wo von unten unter den Simulator geschraubt wird und man die Controllerboxen eben dann dran schrauben kann. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte zu dem Simulator sagen. Ich habe das ganze Setup natürlich nicht alleine und ohne Hilfe auf die Beine gestellt. Vorerst hoffe ich aber, dass euch mein neuer Simulator und natürlich auch dieses Video gefällt. Am Ende des Videos habe ich noch ein paar kleine Videoausschnitte meiner Onboard-Videos zusammengestellt, damit ihr mal seht, wie der Simulator während der Fahrt aussieht. Denn nicht jeder, der dieses Video sieht, kennt auch meine Onboard-Videos. Wenn euch die Videos gefallen, würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gibt. Jetzt möchte ich mich aber noch bei allen Partnern bedanken, die an diesem Setup beteiligt waren, beziehungsweise mit denen ich zusammenarbeite. Da es in diesem Video auch um den Simulator geht, möchte ich mich zuerst bei SimLab bedanken, welche mir den SimLab P1X und die ganzen Komponenten wie Triple Screen Halterung, die Halterungen für mein neues D-Box Motion System und auch den Speed 1 Schalensitz zur Verfügung gestellt haben. Dann möchte ich mich noch bei Simtex Simulators bedanken, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite. Von ihnen bekomme ich diverse Simracing-Komponenten für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt, um diese auf meinem YouTube-Kanal für euch zu testen. Unter anderem eben auch die Simtex Simulators Hydraulic Pedals. Die Pedale, welche jetzt gerade montiert sind jetzt schon das zweite Pedalset von Simtech, welches ich testen darf. Und es werden auch noch weitere folgen. Außerdem bekomme ich von ihnen auch Hardware anderer Hersteller zur Verfügung gestellt, welche sie in ihrem Online-Shop verkaufen. Dann noch ein Dankeschön an Ken, welcher mir das D-Box Motion System verkauft hat und mich auch danach sehr gut beim Einrichten des Motion Systems unterstützt hat. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Iolox Projects bedanken, welche mir den sequentiellen Shifter zur Verfügung gestellt haben, und auch an Asher Racing, welche mir den Push-Pull-Rally-Shifter zur Verfügung gestellt haben, welchen ihr schon sehr oft in meinen Rallye-Videos gesehen habt. Zu jedem dieser Produkte gibt es natürlich auch ein Review-Video auf meinem YouTube-Kanal. Diese findet ihr alle in meiner Review-Playlist auf YouTube. Wie versprochen gibt es jetzt noch ein paar Ausschnitte meiner Onboard-Videos. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
rüber gucke. Langsam 6 links und Abzweig verdeckt 2 rechts. 100, Abzweig verdeckt 2